die Reif-Gruppe, es war gleich ein sehr familiäres Gefühl, das man in der Zusammenarbeit und auch in der Anbahnungsphase schon hatte. Das, was auch seitens Reif als sehr wichtig benannt wird, ist dann in der Praxis eben auch der Fall. Man kann sehr gut auf Augenhöhe miteinander arbeiten und das ganze Mindset im Projekt und in der Herangehensweise ans Projekt passt auch sehr gut mit unserem Mindset zusammen. Das heißt, die agile Umsetzung. Alles in allem ist Reif schon seit 2009 im E-Commerce tätig. Wir hatten davor über ein Jahrzehnt hinweg einen E-Shop von einem Nischenanbieter. Ist eben historisch, organisch herangewachsen. Wir haben irgendwann an so eine Schwelle erreicht, eine technische Schwelle, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir jetzt mit der Zeit gehen wollen, und da sind wir hinterhergehinkt anfangs, dann müssen wir uns auf neue, solidere technische Beine stellen. Also Stichwort Big Data, API First und Co. Da war unsere alte Lösung einfach nicht zeitgemäß genug. Letzten Endes ist die Auswahl dann auf Shopware gefallen, weil uns natürlich das System sehr angesprochen hat, der Partner, mit dem wir kooperieren. Ja, Reif hatte das Ziel, den technischen Handel oder die technischen Produkte im Onlineshop wirklich erlebbar zu machen. Und das haben wir relativ früh erkannt und neben Features, die wir bereitstellen im B2B-Sektor, starken Referenzen im technischen Handel, haben wir relativ schnell gemerkt, dass das ein perfekter Fit werden kann. Denn neben den Feature-Aspekten ist Reif heute als traditionelles familiengeführtes Unternehmen natürlich sehr stark in der Branche unterwegs und das war auch bei Shopware ein perfekter Fit, dadurch, dass wir ebenfalls als Marktführer, familiengeführt, sehr stark in unserer Branche unterwegs sind. Man merkt beim Reif-Shop, so wie er jetzt eben live ist und so wie er sich auch weiterentwickelt jetzt, dass da einfach super viel Herzblut von Seiten Reif mit reingeflossen ist, sehr viel Wert in dem gemeinsamen Projekt auf das UX-UI-Thema gelegt wurde. Dafür, dass jetzt eben technische Produkte in dem Shop verkauft werden, ist es ein sehr intuitiver, sehr schöner Shop, wo man auch einfach spürt, dass einfach ganz viel Brainwork in den kompletten Customer Journey geflossen ist. Wir haben einen Shop, der über 100.000, ich glaube 120.000, 130.000 Produkte hat, sprich es sind schon überdurchschnittlich viele Produkte und dafür ist er sehr performant, also es ist ein grundsätzlich sehr performanter Shop. In dem Evaluierungsprozess war es natürlich so, dass die Shopware vieles mitgebracht hatte. Sie war eben nicht oversized, sondern sie war, wie wir es als Mittelständler auch gewöhnt sind, für uns handhabbar, denn wir wollen die Dinge ja auch selber machen. Wir wollen flexibel sein und wir haben natürlich eine gegebene IT-Landschaft, die muss mit integriert werden. Da ist der API-First-Ansatz natürlich sehr spannend. Wir binden unser ERP-System an, wir binden unser PIM-System an, wir binden unser Content-Management-System an und natürlich auch weitere Systeme, unser CRM-System. Das gilt es alles mit zu integrieren. Insofern braucht es ein Backend, das eben diese Integrationsfähigkeiten bietet. Ja, Reif war da auf der Suche nach einer performanten und flexiblen E-Commerce-Lösung, welches es ermöglicht, eben den B2B-Online-Shop auch weiter auszubauen. Und es sollte nicht einfach nur der alte Online-Shop abgelöst werden, sondern wirklich eine ganzheitlich neue Kundenplattform geschaffen werden. Und das haben wir halt durch Features im Bereich von unseren B2B-Features halt relativ stark ausgebaut und eben auch durch unsere API-First-Architektur, die es eben ermöglicht, verschiedenste Datenströme, die in einer IT-Infrastruktur vorherrschen, ob es dann einfach nur Dokumente sind, Rechnungen, Lieferscheine, die wir auf dieser Plattform bereitstellen, aber auch technische Informationen und bis hin zu produktrelevanten Informationen aus ERP und PIM, dann ganzheitlich auf so einer Plattform wie Shopware bereitzustellen und dadurch auch wirklich ein ganzheitlich neues Kundenerlebnis für den B2B-Endkunden zu schaffen. Und durch diese Flexibilität in den Bestellprozessen konnten halt viele alte Bestellprozesse digitalisiert werden und das Ganze aber eben ohne die Gefährdung von langjährigen Kundenbeziehungen, die man aufgebaut hat, sondern dann
wirklich das Ganze kombiniert eben mit einem Online-Shop und wirklich als Tooling eingesetzt für den Vertrieb im Bereich des technischen Großhandels. Und Ralf hat halt relativ schnell auch erhöhte Warenkorbwerte verzeichnen können. Da sind, glaube ich, über 27% des Warenkorbwertes angestiegen und man hat über 40% an Neuregistrierungen im Online-Shop verzeichnet, was natürlich dazu geführt hat oder auch relativ schnell gezeigt hat, dass man dort einen richtigen Weg eingeschlagen hat. Im B2B, da ist natürlich eine Besonderheit, dass wir ziemlich viel kundenindividuelle Verhältnisse und Beziehungen haben. Das Ganze online abzubilden, war natürlich eine große Herausforderung. Und auch diese Fülle an Artikeldaten, Artikelstammdaten in den Shop zu kriegen, war auch eine ziemliche Herausforderung, muss ich sagen. Aber gemeinsam mit unserem Partner Agicon und dem System Shopware haben wir es dann trotzdem geschafft, im Projekt das so solide abzubilden, dass unsere Kunden das annehmen und auch keine zu große Umgewöhnung von der alten Welt hatten. Ja, also eine größte Herausforderung in dem Projekt waren sicherlich Artikel mit einer hohen Variantenvielfalt. Also wir haben gesehen, dass es Varianten oder beziehungsweise Artikel gibt mit über 2000 verschiedenen Varianten, was sich natürlich im ersten Moment komplett wahnsinnig anhört, das auf einer Produktdetailseite darzustellen. Aber ja, da hat man zusammen mit Agicon, mit der Agentur, wirklich eine sehr, sehr schöne Lösung gefunden, um das wirklich auch übersichtlich darzustellen und für den Kunden vernünftig bestellbar zu machen. Und das ist sicherlich, was mir ganz besonders im Projekt gefallen hat. Der Shop von Ralf ist auch für uns als Agicon ist kein Shop von vielen, einfach weil unser Kernbusiness auch das B2B-Segment ist und Ralf als Unternehmen eben perfekt in unser Kundenraster auch passt. Und der Shop spielt für uns vertrieblich jetzt auch eine Rolle. Wir zeigen ihn sehr gerne, weil wir als Agentur, genauso wie Ralf eben als Kunde, auch sehr stolz drauf sein können. Die Zusammenarbeit generell ist eben so einzuordnen, dass wir dort sehr partnerschaftlich und agil dieses ganze Projekt weitergetrieben haben. Der Shop ist jetzt live, das heißt für uns in der Zusammenarbeit mit Ralf aber natürlich nicht, dass das Projekt jetzt irgendwie abgeschlossen ist, sondern eigentlich geht es jetzt erst richtig los mit den innovativen, coolen Features, die wir alle noch in unserem Backlog haben. Also wir haben sehr viele Ideen gemeinsam, verschiedenste Bereiche, die wir gemeinsam praktisch beleuchten, auch immer mit einem Fokus vom Kunden her kommend, wie wir diesen Shop fortlaufend verbessern möchten, und deshalb ist es auch die Idee, dass wir eben gemeinsam langfristig diesen Shop weiterentwickeln.